Urknall gab es nur die Hauptessenz und Xayah. Welten entstanden. Wir alle haben Kräfte. Ich bin Merlus. Xemius will das ganze Universum mit der puren Dunkelheit verseuchen. Die Welt der Unendlichkeit. Ich werde das gesamte Universum zerstören. Es gibt noch eins, was wir tun können. Merlus, nein! Und hier sind wir, unser neues Zuhause. In dieser tollen Dimension, auf dieser tollen Insel werden wir von nun an wohnen. Und es ist mir eine Freude, euch zu verkünden, dass ich euer neuer Anführer bin. Also hast du wirklich ihn unseren neuen Anführer werden lassen. Dieser Drache hat uns Toll. schon geholfen. Also ich finde, Merlus war ein guter Anführer. Wenn wir es nicht schaffen, Xemius aufzuhalten, wird sich einer von uns opfern müssen. In die pure Dunkelheit stürzen. Das würde eine Explosion des Lichts auslösen, die die pure Dunkelheit verschwinden lässt, aber sehr wahrscheinlich auch das Leben des Ausführers kosten würde. Aber Merlus ist nicht mehr hier und nach allem, was passiert ist, bin ich viel zu durcheinander, um das Volk anzuführen. Und da Herr Swolt seit seiner Geburt der Anführer sein wollte, dachte ich, er wäre der Beste für den Job. Glücklich sieht der aus. Und ich freue mich auch, euch meine 2 Assistenten vorzustellen. Hey, Lukas, das ist dein Stichwort. Was ist mein Stichwort? Ach so. Hi. Also, die Ressourcenfarmer gehen bitte Stein holen. Die Späher und Kämpfer gehen den Drachen suchen. Was ist das für ein Geräusch? Ah! Hallo, Frau Drache. Dürften wir vielleicht bei Ihnen wohnen? Spricht hier jemand Drachisch? Hier, das ist mein Buch, das habe ich mir für meinen Leseklub bestellt. Top 100 Tiersprachen aus der Tasche. Wenn da Drachisch nicht dabei ist, kannst du auch in Merlus Buch reinschauen. Ja, ich nehme dann lieber Merlus Buch. Ah, hier. Danke, Frau Drache. Und könnten Sie uns dann vielleicht beschützen? Ich meine, nur im Notfall? Also, Leute, sammelt Stein und baut mir einen Palast. Bist du dir immer noch sicher? Ja, Ihr habt ihn gehört, Leute! Holt Steine, aber passt auf, dass ihr nicht die ganze Insel abbaut. Zur Erinnerung, ihr könnt euch teleportieren. Ach, hier wollten sie also her. Wissen die denn schon, dass es hier in der Ferne noch viel mehr Inseln gibt? Hoffentlich nicht, denn da lassen wir uns jetzt nieder. Komm, Schatz. Okay. Ciao, Lieblinge. Ciao, Schatz. ciao. Liebes Volk, wir sind auch zutiefst erschüttert über die neuesten Ereignisse. Ich kann Ihnen aber versichern, dass diese nicht daran liegen, dass wir hierher gezogen sind. Die einzigen Bewohner dieser Welt sind wir, Ender der Drache und die lästigen Feen. Aber ich, Lukas und Aya tun alles, damit eure Geliebten wieder zurückkommen. Wir sind tüchtig auf der Suche und nehmen alle Hilfe, die wir kriegen können. Zum Glück sind das aber auch unsere einzigen Probleme hier. Ich habe gehört, es geht euch allen super im neuen Heim. Was für? Mir ist meine Ernte von der Kante runtergefallen und dann ist sie wieder über meinem Kopf aufgetaucht. Ja, und diese ollen Raumzeitlöcher, die jeden Dienstag auftauchen, verschlingen mir immer meine Ohrringe. Und es wird langsam ganz schön eng hier. Von wegen unendlich groß. Also, ich bin ganz sicher, das Buch hat eine Antwort auf eure Probleme. Ah, oho. Wir Endermen können sogenannte Enderperlen erschaffen. Wenn wir diese werfen, werden wir dorthin teleportiert, wo sie zerspringt. Und wenn wir sie in diesen schwebenden Teleporter werfen, landen wir auf einer unendlich großen Inselgruppe. Viel größer als hier und reichlich an Kokosfrüchten. Ah ja. Also, das finde ich super. Aber zurück zum Thema Entführung. ich grüße euch. Mein Name ist Januar. Ich bin der Anführer der Enderforce. Viele von euch wissen, dass wir eigentlich eine Kampftruppe sind. Allerdings ist die Lage so ernst, dass wir uns dazu entschieden haben, einzugreifen.
Uns ist klar, wie viele von euch unter den letztlich auftretenden Entführungen leiden. Aus diesem Grund werden wir keine Ruhe geben, ehe nicht alle Entführten gefunden und zurück zu ihren Familien geschafft wurden. Zwei der Besten unserer Einheit, Februar und März, haben sich schon auf den Weg gemacht, nach dem Was bist du denn für ein langer Lulatsch? dabei die Enderplan-Technik zu meistern. Wir werden uns perfekt auf alles einstellen, was auch kommen mag. Guten Morgen. Wo sind wir? In unserem geheimen Stützpunkt. Ich rede hier, die Entführer. Wenn ihr uns so nennen wollt. Warte mal, ihr seht aus wie Kerkerkeks. Ihr wart Anhänger von Xenius. Streber. Wir wurden entführt und das ist alles, was du sagen kannst. Seid ruhig, ich habe etwas zu erledigen. Was ist das? Oh, also, ihr habt das doch jetzt schon genug, oder? Also, bei mir braucht ihr das wirklich nicht machen. Wenn du redest, tut es am meisten weh. Wenn die Legende wahr ist, müsste hier das Portal sein. Wow, du hattest recht. Oh, ich wusste nicht, dass die alte Skelette sind. Lebende Skelette? Seid ruhig, Kinder! Sie meinen es nicht böse! Wir sind keine Skelette! Wir sind Silberfische! Vor vielen Jahren war hier ein wunderschönes Unterwasserkönigreich! Doch auf einmal verschwand das Wasser und nun sind wir hier! Tief unter der Erde! Oh, das tut mir sehr leid. Ach, du kannst so nichts dafür! Und wo führt dieses Portal hin? Ach, das Portal! Das Portal führt uns alle in die Steinwelt! Dort haben wir alle unsere Bauressourcen her! Doch mit dem Wasser ging auch die Funktionalität des Portals! Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns mitkommen. Wir sind hier glücklich! Ja, davon abgesehen, dass wir ein Entführungsproblem haben! Aber danke für das Angebot! Oh, wir haben auch mit Entführungen zu kämpfen. Entführungen scheinen wohl ein neuer Trend zu sein! Also, wenn das Portal nicht mehr funktioniert, dann würde ich sagen, Zankus, gehen wir zurück? Ja, ciao dann, Farrell. Scheinen ganz nett zu sein! Und deswegen sollten wir Portale in jede Welt haben, damit jeder das Ende besuchen kann und sehen kann, wie toll wir sind. Und damit man einfach durch die Welten reisen kann. Ja, das auch. Ah, hallo Speer, Urblau und Urgelb. Oh Gott. Wie lief die Portalmission? Das Portal ist nicht nur offen. Ursprünglich war es in einem Unterwasserkönigreich, das ein Portal in die Steinwelt führte, aber das Passer ist verschwunden. Also, ich hatte da so eine Idee. Man könnte ja Portale... in alle Welten bauen. Kannst du Gedanken lesen? Bist du Merlinus? Er hieß Merlus. Und nein, ich bin Laura. Wir haben dich vorher gehört. Ach so, okay. Jedenfalls, könnt ihr das mit den Portalen übernehmen? Ja? Super. Tschüssi. Du. Es war heute. Dieser eine kleine Stein wird niemals ausreichen, um Portale in jede Welt zu bauen. Euch fällt da schon was ein. Ich muss Herrscherzeugs machen. Das Buch hat sicher eine Idee. Sen! Warte, ich hol ihn. Hab ihn nicht gefunden. Hier hast du das Buch. Oh. Das Volk der Lavamonster hat wohl sehr viele dieser Weltenkristalle. Oh, heißer Boden. Dann sind wir hier wohl richtig. Und wo müssen wir hin? Also der König sollte in Richtung West. Aua! Ah, heiß! Hier, nimm meine Schuhe. Ah,
Schon besser. Also dann gehen wir. Der wird schon wieder auftauchen. Wie ist er überhaupt hierher gekommen? Keine Ahnung. Lass uns nach Westen. Ja, wer ist mein kleiner Lava-Prinz? Ja, wer ist er? Ja, du bist es. Ja, mein König, grüß dich. War ein Besucher, Endermänner oder so nennen sie die. Ja, dann schickst du doch an. Guten Tag, Herr, Lava-König. Servus, Jenderleit. Was kann ich für euch tun? Also, wir sind die Endermen. Wir wurden von unserem Anführer Svolt geschickt, um Weltenkristalle zu sammeln, weil wir Portale in jede Welt bauen wollten. Wir haben herausgefunden... Okay, hol ihn bitte. Ja, mal, was ist denn das für ein flinker kleiner Bub? Das ist Svolt, unser Anführer. Genau. Wir sind hier, um eure Weltenkristalle zu holen. Also ergebt euch, oder wie wäre... Für dieses Portalnetzwerk wollten wir fragen, ob wir vielleicht ein paar eurer Weltenkristalle haben könnten. Och, die Dinger. Ja, die könnt ihr alle haben. Die brauchen eh nur Platz. Vielen Dank, Herr Lavakönig. Dies ist der Anfang einer langen Partnerschaft, eine Gemeinde, ein Verbündnis. Die Lavamonster und die Endermen. Wir werden für immer Verbündete. Nein, ein Volk sein. Sie stehen für immer unter unserem Schutz. Ja, ja. Oh, das ist interessant. Die Silberfische hatten wohl in jeder Welt 3 Stützpunkte, jeder mit einem Portal. Die könnten wir ja alle reaktivieren und für unser Netzwerk benutzen. Silberfisch? Stützpunkt? Reaktivieren? Ja, solange ich nicht helfen muss, gell? Hallo? Farrell? Ja? Also, unser Volk hatte da so eine Idee, und zwar, dass man ein Portalnetzwerk bauen könnte, womit man ganz einfach in jede Welt reisen könnte. Und wir haben herausgefunden, dass ihr in jeder Welt 3 Stützpunkte habt. Jeder mit einem alten, nicht mehr funktionsfähigen Portal. Und wir haben jetzt ganz viele Weltenkristalle, deswegen wollten wir fragen, ob wir vielleicht eure Portale für dieses Netzwerk benutzen können. In jeder Welt 3 Stützpunkte? Also ist die Legende wahr? Es gibt noch andere Silberfische? Ja, anscheinend. Natürlich dürft ihr das machen. Solange wir die Portale dann auch benutzen dürfen. Aber selbstverständlich. Okay, Lore, geh bitte zurück in die Welt der Unendlichkeit und öffne dort ein Portal. Ich mache hier das gleiche und dann können wir sie vielleicht verbinden. Alles klar. Es hat geklappt. Super, dann müssen wir das jetzt in jeder Welt 3 Mal machen. Wie viele Welten gibt es überhaupt? A bis Z, Himmel und Hölle, Unendlichkeit, Nether und Äther, irgendwelche komischen Zeichen, altmoderne Lavawelt, Wasserwelt, Wüstenwelt, Steinwelt, Pfeil nach oben, links, rechts, unten Welt, noch ganz viel mehr, von allen dann noch eine negative Version. Das kann echt lang dauern, bis wir da durch sind. Wir würden unsere Hilfe anbieten. Dann könnten wir auch direkt mit den anderen Silberfischstämmen Kontakt aufnehmen. Das wäre uns eine große Hilfe. Danke. Was ist denn das hier? Sind wir zurück in der alten Welt? Wir bauen ein Netzwerk aus Portalen, womit wir alle Welten verbinden wollen. Wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr ja hier beim Renovieren helfen. Geht klar. Lore, Svolt, Sen, kommt ihr? Ich glaube, ich habe einen Namen für unser neues Zuhause. Svolt? Das hier ist das Ende der Zeit, in der wir eingeengt waren. Das Ende der Zeit, in der Völker und Welten auseinandergelebt haben. Svolt. Ich glaube, wir nennen es das Ende. Svolt! Was ist denn? Oh. Wollt ihr mich verarschen? Was zum Teufel? Ich reiß mir hier den Arsch auf, um ein schönes Zuhause zu bauen, will alle Völker zusammenbringen und dann kommt ihr Kerker-Idioten hierher und... Svolt! Da habt ihr noch mal Glück gehabt. Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die Kerker-Keks. Eure heutigen Vernichter. Sen, hol Ende und die Enderforce. Schnell! Schon unterwegs. Du Narr, du wirst uns niemals kriegen. Wir können höher springen, als du es je vorhersehen könntest. Also, ich glaube nicht, dass ihr so hoch springen könnt. Doch, können wir. Soll ich dir zeigen, oder was? Also, wenn ihr das wirklich könnt, dann springt doch mal so hoch, wie es geht.
Na, warte mal ab, du. Lore, schnell, mein Gefängnis. Ah, guter Plan. Ich wurde ausgetrickst. Endermilben, los, befreit uns! Na, ich könnte hier langsam echt Hilfe gebrauchen. Wir sind Ihnen stets zu Diensten. Freunden hilft man aus. Perfekt. Lore, entwaffne die Kerkerklecks. Die anderen treibt die Milben zusammen, sodass wir sie alle auf einmal vernichten können. Und dann mal zu euch. Lori? Kommt mal mit. Bruder! Was machst du? Bist du geisteskrank? Stopp. Ich weiß ganz genau, dass ihr unsere Leute habt. Wo sind sie? Wo sind sie? Sag es ihm, bitte. Es tut mir leid. Es war falsch. Wir haben uns Xenius angeschlossen, weil wir einen Sinn im Leben gesucht haben. Aber dann hat ihn aufgehalten und auf einmal war er weg. Unser neuer Lebenssinn war es, euch heimzuzahlen. Es war falsch. Das ist doch nur ein Trick. Jetzt sag, wo sie sind. Das ist kein Trick. Wir sind vielleicht gemein, aber wir würden nie lügen. Ich glaube, was ihr jetzt braucht, ist eine große Umarmung. Kommt her, Jungs. Ich kann ihn nicht mehr halten. Fokus! Wir machen so etwas nie wieder. Nee. Ich glaube, er braucht einen Neustart. Da war doch so eine Tafel im Labor. Ja, das ist es. Hier in der Mitte ist die Kraft gespeichert. Das Zentrum seiner Energie. Sein Herz. Von hier aus müsste ich ihm helfen können. Was ist passiert? Ja, es hat geklappt. Es tut uns leid, Sankos. Wir können euch jetzt zeigen, wo die vermissten Endermen sind. Also, es in diese Richtung fliegt dann in ungefähr 22 Sekunden eine 34-Grad-Drehung. Darüber machen dann 15 Grad nach rechts, dann kurz nach hinten, dann links abbiegen und dann müssen wir dort lang. Und dann, dann 17 Grad nach links. Nicht nötig. Zeig einfach in welche Richtung. Okay, das müsste da lang sein. Ich dachte mir, ich nehme gleich mal das ganze Gebäude mit. Das hat aber gedauert. Diese Kerkerkeks haben uns unsere Energie entzogen und in so Skelettfische getan. Noch letzte Worte. Dann macht euch bereit, das Zeitliche zu segnen. Halt! Hä? Ich glaube, das sind verwandelte Silberfische. Wir hatten auch ein Entführungsproblem. Er hat recht. Den entführten Endermen wurden die Energie entzogen und Silberfischen injiziert. Entspricht das der Wahrheit? Habt ihr die Entführten gefunden? Ja, sie sind gleich da hinten. Wir werden wohl die Endermilben irgendwie zurückverwandeln müssen und die Energie zurück den Enderman geben. Aber wie sollen wir das anstellen? Ich glaube, ich könnte da behilflich sein. Als ich mir in der Merlus-Bibliothek Bücher zur Verarztung angesehen habe, habe ich auch einige zur Energie durchgelesen. Danke, Dr. Lectio, das wäre großartig. Ein halbes Jahr später. Und hier sind die Kerkerkeks. Früher unsere schlimmsten Feinde, sind sie heute die begehrtesten Bäcker des Multiversums. Mit ihren geheimen Familienrezepten und Zutaten aus verschiedensten Welten sind sie die besten im ganzen Ende. Wir werden nach der Tour noch einmal hierher kommen, damit ihr mit einem exklusiven Rabatt Kekse, Kuchen und viele andere Leckereien kaufen könnt. Das Übliche bitte, Jungs. Komm sofort. Du Sen, ich wollte dich mal was fragen. Warum habt ihr Xenius eigentlich aufgehalten? Oh ja, das würde mich auch interessieren. Warte mal, wusstet ihr gar nicht, warum er das machen wollte? Ich dachte immer, Xenius machte es, weil er sich in unserer Familie nicht einfinden konnte und deswegen selber etwas erreichen wollte. Und durch seine Kraft war das das Einzige, was ihm eingefallen ist. Quatsch. Er hatte da schon einen guten Grund für. Na dann erzähl mal. Er meinte, die Kraft hätte zu ihm gesprochen und ihm die Augen geöffnet. Er hat erzählt, dass...
deswegen hat Xemios sich entschlossen, es wäre das Beste, dieses Universum zu zerstören. Danke für die Existenzkrise. Oh nein, nicht schon wieder. Die Tür ist offen. Ich habe das Totem. Bist du dir sicher, dass du das durchziehen willst? Jetzt wäre ein Rückzieher noch möglich. Wir machen's. Unglaublich. Und? Wie sehe ich aus? Wie ein Enderman. Es hat geklappt. Hier ist dein neuer Pass. Du bist Scotty Ender. Deine Machtfarbe ist grün. Deine Familie kennst du nicht und du hast keinen festen Wohnort. Alles klar. Danke für deine Hilfe. Dann wird es wohl Zeit für meinen Abschied. Warum bleibst du nicht einfach hier? Meine Geschwister sind tot oder verschwunden. Meine Kinder sind erwachsen geworden. Ich habe keinen Grund hier zu bleiben. Es wird Zeit für einen Neuanfang. In der Welt, in der alles begonnen hat. Viel Glück, Scotty. Danke für alles. Name, Ziel und Grund, bitte. Ich bin Scotty Ender. Ich würde gerne in Welt C, um von nun an dort zu wohnen. Viel Glück, Scotty. Ich habe gehört, da soll es viele Monster geben. Ich bin erfahren.